Ich habe heute ein sehr außergewöhnliches Gespann im Interview. Ein Duo, welches man nicht alle Tage antrifft. Mutter mit Tochter oder Tochter mit Mutter. Jacqueline und Marie leben und reisen gemeinsam im Camper. Ob und wie das funktioniert, erfährst du in diesem Film. Viel Spaß dabei. Voll gematscht. Selber gemacht, ja? Ja. Filmst du den Scheiß? Hi, ich bin Marie und das ist meine Mama. Und ich bin die Jacqueline. Und wir reisen zusammen. Zusammen sind wir die Jumpers Jumpers in der Pampa. Ja. Einmal hereinspaziert. Ja, das hier ist unser Zuhause. Wir fühlen uns voll wohl hier drin. Wir haben hier eine kleine Küchenzeile mit allem, was man braucht. Wir haben eine Herdplatte, ein kleines Waschbecken, Wassertanks. Alles da. Wichtig, unsere Gewürze. Wir kochen hier nämlich sehr, sehr gerne drin. Hier ist unser Wohnbereich. Hier sitzen wir abends voll gerne und spielen Karten, eigentlich jeden Abend. Was ist das jetzt? Einmal sitzen wir auf dem Kühlschrank und hier haben wir noch einen Sitz. Da sitzen wir immer so schön. Das ist unser Schlafzimmer. Habt ihr das alles selbst gebaut? Die Decke haben wir selbst gemacht. Da sind wir sehr stolz drauf. Und bei den Schränken hatten wir Hilfe von dem lieben Tolga. Das Problem ist, wenn es dolle regnet und ich hier liege mit meinem Kopf, dann kommt hier manchmal ein Tropfen raus, wenn es zu dolle regnet. Das macht der guten Laune keinen Abbruch, überhaupt nicht. Die Küche war schon drin. Wir haben da so ein super tolles Magnetsystem, damit es nicht aufgeht während der Fahrt. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat hier ein super tolles Magnetchen. Und das muss man an so bestimmte Punkte halten. Da sind auch so schöne Schlösser dran. Und dann geht's auf. Und was ist das da unten? Ist das eine Höhle? Das ist die Abstellkammer quasi. Da sind die Sachen, die man nicht sehen soll. Jacken, Schuhe, all das Gerempelzeug. Hier oben haben wir auch noch voll super Stauraum. Da ist auch nochmal ein Sack Hundefutter. Und unsere Matten. Denn manchmal sind wir so motiviert und rollen unsere Matten aus. Wir haben so eine semi-funktionstüchtige Heizung. Die kann man hier betätigen. Hier ist unsere Elektronik. Und dann haben wir hier nochmal ein Bedienfeld. Da können wir die anschalten und eigentlich auch Temperatur einstellen und Zeit einstellen. Aber halt nur eigentlich, weil es nicht so mega super funktioniert. Das macht der guten Laune keinen Abbruch, überhaupt nicht. Was anderes Tolles hier hinten. Also hier ist erstmal unsere Batterie natürlich versteckt. Und der Wechselrichter. Und was ich natürlich auch sehr schön finde, ist hier unser Regalauszugsystem. Weil vorher hatten wir immer diese üblichen Kisten und alles rein und rausräumen und den ganzen Kram. Und wir haben jetzt hier so Auszüge gemacht, wo wir halt manchmal schwer oder weniger halt so große Kisten haben. Und da kann man halt einfach, wenn man das alles rauszieht oder hier halt unsere Lebensmittel, dann hat man das alles geordnet hier in diesen ganzen Schubladen. Und dadurch, dass man das so ziehen und stapeln kann, hat man unwahrscheinlich viel Platz, was man hier nutzen kann. Und muss dann immer so ins Auto kriechen, um alles rauszuholen. Von camperxl.de einbauen lassen. Habt ihr einbauen lassen, ja? Genau, kleine Werbung. Was kostet sowas? 1500. Also das ist auch das Maßanfertigung. Also es wird extra gemacht. Wasserversorgung haben wir hier. Unseren Magneten. Also ich weiß nicht, ob man es so sieht. Hier ist der Wassertank. Also das ist das Frischwasser und da kommt das alte Wasser. Und wenn ich jetzt hier an dieser Versorgung drücke, natürlich kann man auch den Hahn benutzen, aber wir lassen ja einfach immer auf. Weil das sowieso dann gleich läuft. Ich habe letztes Jahr ein Sabbatjahr angefangen. Im wirklichen Leben arbeite ich nämlich tatsächlich. Wollte dann sowieso rumreisen. Die Marie studiert und dann hat sie sich gedacht, ach eigentlich hatte ich da auch Lust drauf. Dann hat sie gesagt, lass uns zusammenreisen und ich mache so ein Urlaubssemester. Man muss auch sagen, zu Hause wohnen wir auch zusammen und sind auch da ziemlich gut zusammen. Als Team würde ich sagen, und dann hat sich das einfach angeboten, dass wir es zusammen machen. So sind wir dann zusammen losgezogen. Marie kocht, ich esse, so machen wir es hier auch. Letztes Jahr waren wir 3 Monate in Skandinavien, Schweden, Norwegen, Finnland. Also manchmal denke ich, die Herausforderung ist die Platzsuche, die richtige Platzsuche, weil wir auch natürlich gern mal
so wie jetzt hier, mal so ein bisschen, wir sagen immer Free and Solo stehen. Die Plätze sind auch nicht immer so, wie man sich sie vorstellt. Also wir wollen natürlich auch einen schönen Platz, wobei das hier tatsächlich einfacher ist als Schweden, Norwegen. Da gibt es nämlich nicht so viele Free and Solo Plätze, weil alles Küste ist. Also manchmal ist es natürlich auch auf engem Raum. Wir sagen immer, man muss sich wirklich gut kennen, wenn man so zusammenreist. Ja. Es sind einfach Sachen, die zu Hause hat man mehr Platz, mehr Privatsphäre. Das ist hier einfach nicht so. Und natürlich kommt vielleicht auch mal dicke Luft. Man hat mal irgendwie nicht so gute Laune und lässt es dann vielleicht blöderweise am anderen raus. Aber da ist auch gleichzeitig wieder der Vorteil dieser enge Raum, weil wenn man so eng ist, dann muss man sich irgendwie doch wieder verstehen und dann verträgt man sich auch doch irgendwie schnell wieder. Deswegen, es ist eine Herausforderung, aber es ist genauso gut machbar. Ganz schwierig ist auch, wenn wir abends Karten spielen und die Marie gewinnt 3-mal hintereinander. Weil sie schummelt, oder? Ja, eigentlich schummelt sie immer und sie gibt sich auch immer die Joker. 2 Joker hat sie übrigens wieder. Also das ist wirklich richtig Also wirklich schwierig. Phase 10 zerstört Freundschaften, glaube ich. Und Familien. ja. Nein, Quatsch. Wir waren ja bereits in Schweden, also Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Und ich persönlich fand bei der Reise die Lofoten, also wirklich, das war ein Traum. Das war irgendwie ganz Skandinavien in einem, mit allem wunderschön zusammen. Tolle Leute, tolle Natur. Also das war wirklich der Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas in Norwegen gibt. Manche sagen, boah, da ist ja nix, aber das finde ich halt auch gut daran. Man fährt mal, sieht ein Haus und dann so 2-3 Stunden lang nichts. Und man fragt sich, wer wohnt denn da jetzt? Als wir den Jumpy gekauft haben letztes Jahr, um Ostern rum war das, sind wir auch direkt losgefahren. Erstmal alles austesten und alles ausprobiert. Insgesamt dann ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr zusammen. Ja. Ein halbes Jahr zusammen. Also ich bin auf ganz vielen Ebenen irgendwie glücklich, aber gerade in dem Moment bin ich einfach glücklich, dass ich das hier erleben darf, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, ey, Studium ist jetzt Studium, ich mache eine Pause, ich fahre mit meiner Mama weg, voll cool, ich habe die Möglichkeit, das macht mich einfach glücklich. Für mich ist es auch sowas, dass ich machen kann, was ich will, jetzt sowieso in dem Moment. Und dass ich auch die Möglichkeit dazu habe. Und auch von der familiären Situation. Ich könnte jetzt nicht verreisen und irgendwo sein, wenn ich wüsste, bei mir zu Hause geht es irgendjemand nicht gut. Die sind alle versorgt und da ist nichts Schlimmes. Deswegen muss man das auch jetzt machen und alles nutzen, was geht, weil man weiß nie, wie sieht es in Zukunft aus oder was kann alles passieren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also man muss es jetzt alles machen. Ich habe mich auch von manchen Sachen frei gemacht, um das hier zu machen. Also ich habe Sachen zu Hause hinter mir gelassen oder Leute, die das vielleicht nicht so verstehen, dass ich sage, ich gehe jetzt einfach. Ich habe es gemacht und ich fühle mich frei und das ist echt voll das gute Gefühl. Man sagt oft, wir sind irgendwie wie so ein Ehepaar auch zu Hause. Wir verstehen uns super, wir sind irgendwie Arsch auf Eimer. Ja, ohne meine Mama würde ich diese Reise so zum Beispiel nicht machen. Und dann habe ich schon manchmal Bedenken, wie das ist, wenn ich irgendwann nicht mehr alles mit meiner Mama machen kann. Das ist schon manchmal so eine Angst. Ich habe manchmal das Gefühl, ich erlebe hier wahnsinnig viel. Aber ich verpasse zu Hause auch was. Also ich verpasse, wenn meine beste Freundin irgendwas ganz Tolles erlebt. Ich verpasse, was bei meinen Geschwistern vielleicht zu Hause so abgeht. Und da vermisse ich auch einfach die Personen und Zeit mit den Personen zu verbringen. Und ja, mein Zuhause-Leben, das habe ich nämlich auch sehr gerne. Macht's einfach. Also wirklich einfach trauen. Einfach einsteigen und losfahren und dann gucken, wie sich das entwickelt. Oder auch dann mal so eine kleine Schnuppertour machen und dann wird man sehen, ist das überhaupt was für mich oder mag ich sowas gar nicht. Und klar, man muss ja sich nicht gleich so ein Ding kaufen oder ausbauen. Sowas gibt es auch zu mieten oder von irgendjemandem mal ausleihen. Ich denke, ja, der Weg ist das Ziel. Ja, ich glaube auch, wenn man das wirklich will, dann wächst man da auch irgendwie rein. Also am Anfang war bei uns zum Beispiel die Stellplatzsuche wirklich eine Katastrophe, weil nichts war uns genehm. Irgendwie hatten wir da ganz andere Vorstellungen und so. Aber man entwickelt da ein Gefühl für, man guckt sich an, hey, könnte es was sein oder nicht. Und irgendwann läuft es einfach, wenn man erstmal reinkommt. Wie lange dauert das, bis man sich so eingegroovt hat? Oh, ich glaube, das kommt natürlich auf die eigenen Ansprüche an. Und wie viel Vorerfahrung man da vielleicht auch mit hat. Wir waren schon immer so eher die Campingurlauber mit Zelt oder Dachzelt hatten wir auch mal. Also das ist nicht unser erster Campingurlaub, sag ich mal. Nach 2 Wochen ist man da schon drin in dem Leben, glaube ich. Ihr seid ein super Team. Danke. Ja, wirklich. Ja, das passt ziemlich gut. Das kauft man euch ab. Gute Reise. Danke. Und viel Glück mit allem. Danke. Dankeschön. Ciao.